Eine Schlange? Nee, ich mach hier gar keine Spielchen jetzt. Gar keine Spielchen. Tot. Mitkommen. Wir machen hier keine Spielchen, Ava. Ach, ich bin auch verletzt. Warte, heilen wir mich auch noch. So. Schöne Schnittwunde. Was noch? Oh. Macht Sinn. Was ist das? Knochenbruch. Oh ja, scheiß drauf. So. Easy. Blutet die immer noch? Was denn, Hasu? Was los? Move it, girl. Move it. Beweg deinen Arsch. Och nee. Warum soll ich mir jetzt die OP-Berichte anschauen? Ist mir doch egal. Achso. Ja, mache ich doch weiterhin. Lass mich in Ruhe. Ich mach das so. Wenn da steht, ich muss das behandeln, behandle ich das. Hm? Achievements ist mir egal. Ich will das Spiel einfach nur durchhaben. Mein Ziel ist Credits. So. So, okay. Ich muss bestimmt irgendwen umbringen. Der ist gerade dahinter gespawnt. Das sah Arsch aus, Spiel. Das ist ja jetzt so Arsch. Watch out, we've got company. Was fällt denen denn ein? Solche Spielchen mache ich nicht mit. Komm mit. Wenn die mich hier angreifen wollen, dann schießen. Hallo? Nochmal Hinweis. Kopfschuss ist gleich tot. Sind die dumm? Was ist mit deren KI passiert? Erschieß ihn. Du bist hinter ihm. Ach, du wohle Nuss. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. Nerv mich nicht. Okay, wir machen es anders. Ich habe keine Geduld für so eine Scheiße mehr jetzt. Die. So. So. Ich mach den Rambo, kein Problem. Rambo geht durch den Wald und erschießt Leute. Ich gehe durch den Wald und erschießt Leute. Kein Unterschied. Stirb. So, und jetzt kommst du mit, Mädel. Leg deinen Arsch. Wir haben zu tun. Sie hat Hunger. Aber bist du dumm? Was geht denn mit denen ab? Und sie hat Hunger. Das können. Dann gebe ich dir jetzt was zu essen. Bitteschön. Du kriegst jetzt eine russische Ration. This tastes like crap. Ist okay. Schmeckt scheiße. Can I have seconds? So. Jetzt hat sie Schlange gegessen. Move it. Einmal nachladen, Snake. Kommst du jetzt mit, Mädel? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Die
komplett mit... Bist du dumm? Beweg deinen Arsch! Ich krieg zu viel mit der Frau. Ihr überlebt auch alles. Willst du mich verarschen? Ich krieg zu viel. Was soll das? Ich wünschte, der wäre jetzt weiter gegen den Baum gerannt. Jetzt gefeuert. So, kommst du jetzt mit, Mädel? Bist du bereit jetzt? Kommst du jetzt? Steh auf! Ist ja schlimm mit der Frau. Ist ja schlimm. Wir können uns auch in der Höhle da verstecken, wenn es dir dann besser geht, du Nervensäge. Wir müssen jetzt hier lang. Also, glaube ich. Oh, Junge, ey, okay. Der fällt gleich um. Junge, ich habe dich zweimal getroffen. Fall um! Was will denn das Spiel mich jetzt am Ende so abnerven? Ist die jetzt... Ich sag, beweg dein Arsch! Erstmal in Abseilen gegangen. What's wrong? Where'd he go? Willst du mich verarschen? Ich hab den im Kopf getroffen. Ihr müsst lernen, was Kopftreffer bedeuten. Das Spiel hat gerade komplett ein KI kaputt, einfach. KI-Zusammenbruch ist das. Funktioniert nichts mehr. Ich wette, wir müssen da lang. Warte. Ja, müssen wir tatsächlich. Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Der Typ ist auch so ein richtig nerviger... Ach, komm. Ist mir zu blöd zu erklären, wie nervig der ist. Sehr nervig ist er. Und hat keinerlei der Qualitäten von den anderen Kernels, die wir bis jetzt hatten. Der ist Arsch. Und jetzt Kopfschuss. Nein? Okay. Der Ast war dann doch genug. Nee, ist klar jetzt, ne? Also, so wie ihre KI ist, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, sie das schleichend durchzukriegen. Ich glaub's nicht. Wo ist die hin? Kommst du mit? So, Moment. Haben wir... Eigentlich kann ich mich auch mal umziehen. Ich weiß gar nicht, warum ich die immer noch trage. Geist ist sinnvoller. Ja, sinnvoller wird es auch nicht. Nochmal. Kopfschuss ist gleich Kopfschuss. Leave this to me, sagst du. So. Mach mal. Gute Idee. Geht nicht nach hinten los. Bestimmt nicht. Moment. War vielleicht ein bisschen Overkill im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ist okay. Beweg dich. Doch nee. Move it. Girl. Gucci Gutsch. Wow, die 5% machen es auf jeden Fall.
Also ich würde hier nicht ohne Rambo-Methode durchgehen wollen. Das ist ja grausam. Deswegen würde ich Spiel das komplett ohne eine. Wünsche ich denen ganz viel Spaß bei. Ja. Ich nicht. Natürlich habt ihr den Feind aus den Augen verloren. Mach ja auch Rambo Badambo. So, spring runter. So. Kommst du jetzt mal mit? Ist die schon unten? Kommst du jetzt her? So, komm, du kriegst noch mal was zu fuden. Ich geh dir gleich eine Schlange jagen. Yuck. Als nächstes kriegst du Instant-Nudeln, beruhig dich. Ich geh gleich eine Schlange jagen. Oh Mann. Ernsthaft? Nee, Freunde, wir machen das nicht so. Wir machen das nicht so. Wo? Du tot. Du tot. Komm her. Der noch? Was ist passiert? Ah, Schlange. Siehst du, ich dachte, ich besorge eine Schlange zu essen. Ja. Mal oben. Ah, nein, das machen wir nicht so. Der Einzige, der hier Granaten benutzen darf, bin ich. Ah, okay, jetzt wird es noch so ein bisschen rot. Ernsthaft? Granate voll? Gib mir Munition, keine Granate. Ach, eine AK habe ich ja auch noch. Stimmt ja, ich habe ja mehr als diese paar Waffen da. Taschentuch kann weg. Die ist leer, die ist leer. Die können wir mitnehmen. Die Shotgun ist auch nicht leer. Kleines. Was kann ich noch weglegen? Ach, die Düppelgranate, wir brauchen die schon. So. Ich mache hier Rambo. Snake. Was denn? Komm mit. Nicht so viel jammern. Soll ich da lang? Oh, Junge, ey. Ja, soll ich. Beweg deinen Arsch. Move it. Gucci-gu. Gucci-gucci-gu. Zu schwach. Und Schuss in den Kopf. Ich warte drauf, dass die richtig assi umgebracht wird und er sauer wird. Und dann gibt's so, du Hurensohn. Oder sowas. Irgendwas in der Richtung. Irgendwas. The Boss kommt so und sagt, ich bin die einzige Frau an seiner Seite. Bei all den Kameraführungen. Ich rechne jedes Mal mit Kopf. Ich habe zu viele Horrorfilme gesehen. Come on, Snake. We made it. We made it. Er ist zu happy. Vielleicht passiert irgendwas Schlechtes. Over there. Plötzlich kann sie rennen. Dann It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Und dann sind die zwei happy bis in alle Promise Tage. me. Oh mein Gott. Nicht so japanisch, verpiss dich. Ich mach das schon. Überdrama hier. Lass mal Mama töten gehen.
Alles klar. Das Blumenfeld. Okay. Life's end. Isn't it beautiful? Hat sie was? It's almost tragic. Hat sie gerade das Wake in die Luft gejagt When oder so? life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Mein Gott, die haben alle Yesterday's Probleme, ally ey. becomes today's Die opposition. haben alle den Punkt And this verpasst, an dem Cold sie sich War? einen Psychiater hätten suchen sollen. Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Ja. Somehow I doubt it. Enemies change along Pech. with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Noch eine lange Is Szene. there Schieß such ihr a in den thing Kopf. as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. Sag das mal Donald Trump. The philosophers must be reunited. Let's I build a will wall. devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. Ist die schwanger? I may no longer be able to bear children, Ich wollte gerade sagen. but I still have a family. Och nee. It was November 1st, 1951. Ach, scheiße. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. Super. The name Nevada is derived from Spanish. Covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll Armes never Hasu have the ist in chance to schlechter die Verfassung. peacefully of old age. Du arme We have Nudel. no tomorrow, Ah, we have no but we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had Echte succeeded in Bro-Liebe. launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data,
Ich finde das geil, wie die in dem Spiel einfach So die they Russen so secretly hochhypen. decided to send a human being into space. So krank. I was the one they chose. Ich At habe the manchmal das time, they Gefühl, didn't der have the werte Herr technology to Kojima ist block Fan out von cosmic Russland. rays, and Nur so ein whoever they bisschen. sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. Ach, da unten kann man ihn finden, okay. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Ich hoffe, am Do you Ende. understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. Ja, die 12 Leute. But Ja, after ich he weiß schon, revealed worauf the du hinaus truth, willst. my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy.
We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V2 rocket Was hat dieser installations. Typ genommen, dass er die Story so ausschmücken muss? I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. Was ist das für eine Übersetzung? Ich kam But auf dem my Schlachtfeld child was nieder. snatched away from me by the philosophers. Kann ich dir jetzt in den Kopf schießen? Look at this scar. This is proof that I was once a mother. Oh mein Gott. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. Hast du noch No Organ? hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. End für Tiddies. The Naja. one who survives will inherit the title of boss. Alter. And the one who inherits the title of boss Nee. Ich schieße in den Kopf. will Ich bin face an dafür. existence of endless battle. Ich hab gesagt, ich schieße in den Kopf. I'll give you 10 minutes. Nee, weißt du, was ich mache? In 10 minutes, Migs will come and Chloroform bomb the hell bis out zum of this Umfallen. place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's Das make mach ich this the jetzt. greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Let's see what you're made of. Oh Gott, renn mir nicht hinterher wie so ein kleines. Jesus Christ, mach doch mal halblang. Okay, erstmal Heilmittel. Natürlich, wieder mitten im Cock, wie schon irgendwie dreimal. Ne, überm Cock sogar. Gerade noch Glück gehabt hier. So. Schusswunde. Tja. Einmal so. So und so. Okay, wir legen nur einen Verband an. Ich höre einmal auf euch. War ein Witz. So, auf geht's. Let's see what you're made of. Au. Oha, die Blumen. Move or you're dead. Junge, was soll ich denn machen, du Kleines? Was ist denn jetzt ihr Ziel? Let's see what you're made of. Oh Gott, nee. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe gar nichts. Ja, komm, er schießt mich doch. Geh mir nicht auf den Sack. Was will das Spiel denn jetzt von mir? Erschießen soll ich sie offensichtlich nicht. Ich mach das jetzt. Gar keinen Bock. Komm her. Ich hab doch gar keinen Nerv zu. Komm her. Du willst es? Du kriegst es. So. Ich muss nur an dich... Ah, ist auch eine gute Idee. Where did you go? Ach, du bist eine gottverdammte Nervensäge. Nice try.
Die hat mir meine Waffe weggenommen und mir wieder hingeworfen. Ach, mir meine Munition rausgenommen. Kleine Fotze, ey. Kleine, blöde Arschkuh. Nein. Oh, der Kampf geht mir jetzt schon auf den Sack. Er schießt mich. Danke. Junge, wenn du so auf mich zukommst, wie so eine geisteskranke Tusse, die gerade Crack genommen hat, was soll ich denn machen? Run quick. Wohin? Blöde Arschkuh, ey, was soll denn das? Junge, ich treff die doch. Ich krieg noch. Ich kotz gleich. Das ist so cool, haben sie gesagt. Junge, die ist auch nicht zu treffen, ne? Die ist auch nicht zu treffen. Junge! Was bist du? Klar, habe ich nicht getroffen. Selbstverständlich habe ich nicht getroffen. Die olle Fotze geht mir auf den Sack. Ist mir egal, ob ihr die mögt oder nicht. Die olle Fotze geht mir auf die Eier. Und alle Frauen machen sich die scheiß Kleidung auf. Ich fall da nicht drauf rein. Ich bin nicht so billig. Oh, Junge, ey. Nervt mich nicht. Wo ist die hin? Und meine Waffe ist schon wieder weg. Genau, merkst du selber. Dumme Scheißnutte. Auf dem Boden mit dir, wo du hingehörst, kleine Schlampe. Schön ins Gesicht, genau. So, weiter geht's. Kleine blöde Kuh, genau. Geh mir nicht auf die Eier. Kein Bock mehr. Gefällt dir das? Ich glaube auch, ja. So, wir heilen mich nochmal. So. Nein, nicht auf dem Boden, Snake. Wir müssen weitergehen. There you are. Get ready. Au. I'm disappointed. Ist mir scheißegal, wie disappointed du bist. Und auf den Boden mit dir. Jawohl, genau. So. Und wir machen ganz munter weiter. Au. Macht nichts, ich war auf dem Boden. Jetzt stehe ich auf. Na gut, dich kann ich jetzt noch nicht erwischen, also gleich. So. Dann machen wir es eben so. So. Steh auf, Snake. Genau. Brace yourself. So, genau. Und jetzt kommt die nächste Scheiße. Genau so. Schön in den Rücken. So. Und wir heilen mich nochmal. Genau. So. Hat wehgetan? Oh. You've gotten stronger.
Brace yourself. Au. Recht von dir. Lieber Snake. Geh ran da. So. So, und jetzt nochmal Heilmittel, Verband. So. Und jetzt machen wir einmal so. Au. Tat fast gar nicht weh. Och, macht ja nichts draus. Ich habe noch ein paar Waffen. Wenn es drauf ankommt, ist das für mich kein Problem. Einmal zu Boden, bitte. So. Au. Move or you're dead. Ja, ist okay. It's no use. Damn. Au. Is that all Ach, you die got? hat mir gleich alle Waffen weggenommen. Das ist gemein. Okay, ich nehme kurz Abstand. Ein AK-47 Mini. So, und? 5 minutes. Willst du den letzten... Let's see what you're made of. Au. So. Pathetic. So. Na, dann komm mal her. Ach, scheiß Baum. Gewonnen. Ich hab die Schnauze voll. Alter. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Also ich habe jetzt X gedrückt, aber ich war das wahrscheinlich nicht. Er hat mir zu lang gebraucht. Nicht die Leiche fressen. Ah, das war ihr Pferd, ha? Stimmt. What?
Okay, alles klar. Ja, bestimmt. Irgendwas in der Richtung wird es sein. Oh, ey. Hätte ich geahnt, dass das Spiel doch noch so lange dauert, hätte ich, glaube ich, noch 2 Streams draus gemacht. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, das heute durchzuspielen, aber... Uff. Ready to go, Snake? Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. Und ich dachte, ich hätte mal Ruhe. Ich dachte, ich hätte mal Ruhe. Ich krieg's. Oh Junge, schwöre, ich hack dir die Eier ab. Ocelot! We're not done yet! Doch. Geh nach Hause zu deiner Mama. Die kocht dir ein leckeres Abendessen, aber lass mich in Ruhe. Damn! Was willst du denn jetzt? Oh, jetzt. Oh Mann. Too heavy! Wir sind zu schwer. Da ist ein Mann mehr. Okay, ja, eine Turbine ist ausgefallen. Ne? Tret ihn aus der Tür raus, Snake. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! Au. Oh. Na, tat's weh? Die haben Spaß miteinander. I picked up a few new moves. Seid ihr jetzt Freunde oder was? It doesn't feel right to shoot an unarmed man.
I'll get over it. Eva! Wir haben jetzt beide 5-mal geschossen. Was zur Hölle? What do you say to one last showdown? Yeah, all right. Was soll denn das jetzt? Aha. Ihr habt keine Zeit für so eine Scheiße. Ach, What's your nee. name? Deine Mutter. Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! Ja, ich hab's auf jeden Fall schon mal nicht, ne? It's a blank. Oh, that was fun. Was soll denn das jetzt? Ach, er geht. Till we meet again, John. Give me a hand! Whoa! Come on, pull up! Als ob die eine Turbine ausreicht. Alter, was ist das für eine Lache? We made it. Yeah, we sure did.
Ja, schon, aber... Oh no, Migs! Ich will die Credits, ich hab keinen Bock mehr. Macht Schluss! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Ah, die zwei hatten einfach mit ihrem Leben abgeschlossen, jetzt werden sie verschont. Look! The Migs, they're turning back! Woo! Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Credits. Ich hab die Schnauze voll. Ich will ins Bett. Also so meine aktuellen Gedanken zum Spiel sind die folgenden. Der Anfang bis Mitte waren gut und der Rest, also so alles, was nach den vielen Bosskämpfen kam, war für mich sehr, sehr anstrengend. Ich würde What are you dem... going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Okay. Schön auf dem toten Tigerfell.
Oh mein Gott, ey. Sie ist weg. Sag mir, sie ist weg. Sie hat ihn einfach so richtig so... Tut mir leid, Snake, aber ich muss gehen. Das mit uns hat keine Zukunft. Ich suche mir selbst ein Restaurant. Weil Snake darf kein Glück in der Liebe haben, ist verboten. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Ah. Forgive me, Snake. Sie hat ihm das weggenommen, was er von The Boss hat. Das, worauf er aufpassen soll. Zu 100%. Goodbye. Snake, geh ran, sie will dich töten. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ For of the Department China. of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. Ja, sie hat ja auch gesagt, sie kann sich für ihre Mission auch verlieben. Das hat sie getan. Und schwuppdiwupp ist sie wieder weg. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. Jetzt hat sie es von ihm genommen. I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. Ach I so. sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy. And also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liandon easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. Aha. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. Snake hat volle Kanne This verkackt. was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world.
As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Vulcan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. Aha, aber sie kann's nicht. But I can't do it. Not because we loved each other. Ja, sie Not because you saved my life. sagt das einfach in der Vergangenheit. We loved each other. And I intend to keep it. Die hat einfach instant, hat sie einfach gesagt, nö, jetzt nicht mehr. And you have to live. Okay. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. Ei, ei, ei. Jetzt kriegt er den Titel als Boss. Oder wie? Oder das Ehrensiegel. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. Ach so, okay. I see. You are a true patriot. Wir haben Snakes Seele zerstört. Der hat keinen Bock, die Hand zu geben. Der ist total durch. Der ist so am Arsch. Ja, kein Wunder, dass der in der Zukunft böse wird. So mehr oder weniger. Oder überhaupt. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Vulcan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Vulcan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission.
everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death in your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. Okay. And like a true soldier, she saw it through to the end. Ich But I verstehe. think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Ja, okay, also danach würde ich auch böse werden, glaube ich. Ei. Khrushchev wird des Amtes enthoben. Khrushchev wird jetzt schien dafür seinen ersten erfolgreichen Nukleartest in der Wüste Taklamakan durch. Blablabla. Studie zur medizinischen Notfallbehandlung durch. Eva verschwindet spurlos in Hanoi. Major Zero löst Fox auf. Er sagt, dass er böse wird. Die Vereinigten Staaten sollen die Überreste des Erbes. Okay. Zeigt die Philosophen, ändert seinen Namen in Patriots. Okay. Big Boss hat sich einfach seine. Ach so, okay. Ja gut, dann ist er nicht böse, ja. Projekt L'Enfant Terrible, also. Big Boss werden gehören. Oi. I see. Okay. Also noch ist gar nicht klar, was damit ist, sondern das wird dann erst in Teil 4 oder 5 thematisiert. Jesus fucking Christ, Alter. 7 Stunden. Ich spiele das heute durch. Dauert bestimmt 2, 3, 4 Stunden. Kein Problem. Was habe ich mir dabei gedacht?
Was hab ich mir dabei gedacht? Was hab ich mir dabei gedacht, ey? Jesus Christ. Eieieiei. Gibt's danach noch eine After-Credit-Scene oder kann ich es überspringen? Ich kann es nicht mehr überspringen. Ich drücke die Tasten, es passiert nichts. Oh Gott. Nee, das ist jetzt nicht meine Musik. Das brauche ich jetzt nicht. Ich bin ready fürs Bett. Ich bin ready zu sagen, ich habe endlich MGS3 hinter mir und brauche jetzt erstmal eine kleine Pause und dann irgendwann kommt bald dann 4. Ich mal jetzt erstmal ein bisschen leiser. Das muss jetzt heute nicht mehr sein, wenn ich bin am Ende. Ach, Kinder, ey. Jesus fucking hell. Oh, ey. Echt. Also gameplay-technisch war der dritte Teil bis jetzt der beste, finde ich. Auch wenn er sich gar nicht so sehr vom zweiten unterschieden hat. Aber allein das mit der Kameraführung war angenehmer. Die Bossfights, ich hätte definitiv nicht alles in einem Run machen sollen, aber ich ging halt die ganze Zeit über davon aus, dass ich vielleicht 4 Stunden oder so brauche. Und ich habe nie wahrgenommen, dass irgendwie das Ganze doch länger dauern würde. Deswegen habe ich halt einfach weiter durchgepresst, so nach dem Motto, auf geht's, gleich hab ich's, gleich hab ich's, gleich hab ich's, gleich hab ich's. Wenn du 3 Stunden lang gleich hab ich's machst, dann hast du irgendwann einfach keinen Nerv mehr. Eieieiei. Also gameplay-technisch ist der dritte sehr gut gewesen, aber ich muss leider sagen, vom insgesamten Spaßfaktor fand ich das Spiel bis ungefähr 9 Stunden drin richtig gut und ab dann wurde es für mich, also quasi der ganze Stream jetzt, war für mich der schwächste Teil von dem ganzen Game. Aber bei weitem. Das hat mir so viel weniger Spaß gemacht als die ersten 8-9 Stunden. Das ist krank. Also, ich habe mich natürlich auch massiv blöd angestellt, aber nee, ey. Also, es... Boah. Allein so Sachen wie dieses, dass man sich in manchen Verkleidungen, dass man dann nicht Waffen in die Hand nehmen darf. Ey, dann mach's doch so, dass wenn du die Waffe in die Hand nimmst, dass du direkt gespottet wirst und dann am Arsch bist. So. Aber nein, es gibt einfach so viele Kleinigkeiten, die einfach für mich so unfassbar nervig wurden. Boah. Also, boah. Also, Hut ab an alle, die da irgendwie jetzt noch Hard Runs und Pacifist Runs und so machen. Ich bin froh, dass ich es jetzt einmal gespielt habe. Das war es worth it. Werde ich es nochmal spielen? Höchstwahrscheinlich die nächsten Jahre. Nein. Ist wie es ist. Ich bin einfach jetzt gerade. Ich bin jetzt geschafft. Ich werde, wenn ich endlich im Menü bin und nicht mehr irgendwie darauf warten muss, dass noch irgendwas kommt, werde ich mir erst nochmal, keine Ahnung, ein YouTube-Video reinziehen oder so, mich dann ins Bett legen. Wirklich. Jetzt ist wirklich... Jetzt auch froh, dass ich jetzt die nächsten Tage erstmal nicht mehr zocken muss, so doof gesagt. So, ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. War ja schön. Wobei, du bist ja krank. Werd erstmal gesund. Armes Nudel, du.
Boah, ey. Na, das wird ja ein ganz schöner Act werden, das zusammenzuschneiden, ey. Egal, krieg ich hin. Ja, ich hab den Sound schon wieder hochgeschraubt. Ich kann ja leider nicht überspringen, aber mein Gott. Schon wieder so eine Sache, das könnten die eigentlich mal machen. Das hätten die ja in den Remaster jetzt einfügen können, dass man sowas machen kann, aber gut. Verlangen wir nicht zu viel von Konami. Wäre ja zu viel verlangt, irgendwas von Konami zu verlangen, was über Mindestqualität hinausgeht. Aber ja, es wäre definitiv besser gewesen, wenn ich im Vornherein gewusst hätte, wie viel mich noch erwartet. Dann hätte ich das nämlich nochmal in 2 Streams aufgeteilt. Dann hätte ich wahrscheinlich, seien wir ganz ehrlich, auch mehr Spaß gehabt. Also die letzten 9 Stunden, also beziehungsweise die letzten 7 Stunden jetzt waren. Naja. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Ja, immer necessary. Mhm. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Boah. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. Ich wollte gerade sagen, der hat Eva nochmal volle Kanne verarscht, Alter. Rosnygrad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Ah. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Ah, Adam ist aufgetaucht. Of course. Okay. I'm always at the CIA's disposal. Mr. Director. Mit dem Sound. Alles klar. Okay.
I see. Ei. Okay, so. Ihr Titel ist Crocodile. Keine Ahnung, wie gut das ist. Wahrscheinlich nicht besonders gut. Und wir haben 222 Personen getötet. Perfekt. Eine Schnapszahl. Besser geht's nicht. So muss das sein. Easy. Spezialobjekt nicht verwendet. Um was für ein Spezialobjekt handelt es sich? Naja, gut. Hab ich's? Neues Objekt erhalten. Was für eins? Single Action Army. Ah, Patriot. The Boss ist die echte Mutter und The Sorrow der Vater. Die Deutschlandfahne. Let's go. The Sorrow ist echt der Vater. Boah, geil. Sie tötet erstmal ihren Mann, weil die Mission das sagt. Er hat sie wahrscheinlich sich töten lassen, damit sie weiterleben kann. Nur damit sie dann so eine Mission kriegt. Schön. Das Kind, das auf dem Schlachtfeld geboren wurde, war Ocelot. Also ist Ocelot eigentlich der Bruder von Snake so ein bisschen. I see. Okay. Ach komm. Es wird einfach alles immer verrückter und durchgeknallter. Es ist okay. Mein Gehirn brennt ohnehin schon. Ich brauche das nicht mehr. Ist okay. Ist okay. Weißt du, komm. Ach, egal. So. So. Ich mache jetzt einfach. Mache jetzt einfach die Aufnahme aus und dann. Dann irgendwann demnächst kommt MGS3. Demnächst. Aber ich brauche erstmal eine Pause.